Wusstet ihr, dass euer Handydaten fast alle Apps an euch unbekannte Datensammler kopiert? Sogar eure Banken und PayPal und andere Finanzdienstleister und Chatsysteme übertragen heimlich die Daten zum Beispiel an den Meta-Konzern, Facebook, Instagram und so weiter. Ganz still und heimlich. Ihr glaubt das nicht? Dann schaut mein Video bis zum Ende. Ich werde euch zeigen, wie ihr das selbst prüfen könnt und wie heftig sich dieser Datenskandal vielleicht ausweiten wird. Zuerst gefunden hatte ich dies bei der spanischen La Caixa Bank, dann aber auch bei PayPal, der Deutschen Bank, BBVA, N26 und vielen anderen Applikationen auch. In meinem Video kläre ich euch auf, wie ihr prüfen könnt, ob auch ihr von diesem großen Datenschutzskandal betroffen seid und wie ihr das einerseits im Meta, Facebook selber prüfen könnt und wie ihr auch in eurem Handy diese heimliche Datenübermittler aufdecken könnt. Ich gehe davon aus, dass die meisten Anwender davon noch nichts wussten und erst recht nicht diese Erlaubnis für dieses Ausspionieren erteilt haben. Es dürfte sich um den größten Datenskandal von Europa und vielleicht der gesamten Welt handeln. Und los geht's! In einem älteren Video bin ich bei der Einrichtung von Instagram darauf gestoßen, dass der Meta-Konzern eine Menge Daten von mir bekommt, für die ich niemals eine Genehmigung erteilt habe, dass diese an Meta übertragen werden. Ich bin davon ausgegangen, dass Meta sich diese Daten selber irgendwie beschafft, was ein Irrtum war. Aber ein findiges YouTube-Kanalmitglied, der Harald100, hat mir einen super guten Tipp gegeben. Doch mal mit einem speziellen Programm, das im Google Store zu finden ist, das Handy auf Trecker zu testen. Das habe ich gemacht und das Ergebnis ist so erschreckend, dass ich dieses Video produzieren musste, um euch zu zeigen, wie ihr selbst testen könnt und es selbst auch nachverfolgen könnt. So, bei Facebook geht ihr am besten rechts oben einmal in dieses Foto von euch und dann unter Einstellung Privacy Center. Das könnte doch richtig sein, oder? Privacy Center und dann dort auf Informationen zur Datenschutz und Privatsphäre. Da einmal ins Konto. Gott, hier haben wir das doch. Jetzt in das jeweilige Konto. Und dann müsst ihr in den Bereich rein für die Daten außerhalb von Meta. Dann brauche ich mein Passwort. Wenn das nicht funktioniert, dann den Browser wechseln. Aha. So, beim ersten Mal fordert ihr die Daten an, dann müsst ihr 4 Tage warten und beim zweiten Mal könnt ihr dann einen Download auf euren Computer machen. Ja, interessant ist hier, was Facebook auch für Daten übermittelt bekommen. Zum Beispiel abgeöffnet oder auch eine Suche durchgeführt, einen Artikel in die Wunschliste eingetragen, einen Kauf getätigt, beziehungsweise eine Spende geleistet, irgendwas bezahlt, irgendwo Geld bekommen. Das wird alles an Facebook dann übermittelt. Das zeigt hier Facebook. So, nach 4 Tagen holt ihr dann die Daten quasi runter auf euren lokalen Computer. Ah, ja. Kann man schon die Datenkopie runterladen. Gut. Das mache ich jetzt auch. So, das andere. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt nur PayPal enthält. Da gucke ich jetzt mal rein. So, das entsprechende Archiv von Facebook über unsere gespeicherten Daten müssen wir natürlich auspacken mit der rechten Maustaste. Und wir haben das schon hier gemacht. Und dann soll man hier beginnen. Start hier. Hier. So. Okay, und dann müssen wir runter. Beziehungsweise gehen wir hier. Da sind natürlich ganz viele Informationen drin. Im Prinzip über den gesamten Werdegang. Unter Ab.
Dann finden wir hier Apps und Website außerhalb von Facebook. Und da gehen wir dann hier rein, dann Aktivitäten außerhalb von Meta. Und das sind dann die Applikationen, die dann an Metadaten übertragen haben. Und hier finden wir dann zum Beispiel die CaixaBank Now. Und da seht ihr, 24, die haben also irgendwann mal angefangen, für 1922 irgendwelche Daten zu schicken. Custom. Also wahrscheinlich, wann ich mich eingeloggt habe, was ich gekauft habe, was ich bezahlt habe, was bei mir an Geld im Konto eingegangen ist. Irgendwo sind das so diese Informationen. Hier ist dann Custom. Ich kann also hier nicht genau erkennen, was für Daten geflossen sind. Aber es sind ja reichlich Daten, ne? Also das ist schon echt gewaltig, was da die La CaixaBank an Meta da mitgeteilt hat, an Facebook, an den Meta-Konzern. Ich weiß nicht, warum die größte Bank in Spanien, die La Caixa, an Meta Daten kopieren muss. Von meinem Konto, ja, das ist für mich arrogant und frech, ohne von mir eine Genehmigung dafür zu haben. Und die Datenschutzbehörde hier in Spanien scheinbar, die interessiert das wieder nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der solche Datenschutzvergehen aufdeckt. Das ist schon alles nicht mehr normal. Guckt euch das hier an, wie oft hier Daten von meiner Person über mein Konto an Meta übertragen worden sind. So, aber nun glaubt ihr ja mal nicht, dass Meta dass die La CaixaBank in Spanien die einzige Bank ist, die überträgt. Ne? Nein, ich habe also Spuren gefunden, auch von anderen Banken, von deutschen Banken, zeige ich euch später. Also da gehört die Deutsche Bank zu, N26, PayPal und so weiter. Also das scheint ein ganz großer Datenschutzskandal zu sein. Also in Schweden hat es wohl einen Vorfall gegeben, da hat die Datenschutzbehörde eine Strafe an die entsprechende Bank von mehreren Millionen Euro vergeben.